Unbound Volume 4 ist am Start und natürlich können wir nicht anders als da reinzuschauen. Und ja, direkt rein aber es gab da noch eine Kleinigkeit zu erledigen, bevor es losgehen konnte. Oh, nein. Tu es! Verdammt nochmal! Oh Mann, ey. Oh, Tu es! Und den Kopf für die Nostalgie. Das war mal Döner mit Ayran-Vollversorgung. Oh. Okay, Spezialpreis nur für dich, Freund. Ich freue mich. Just do it. Aua. Yes. So, nachdem überhaupt nicht übertrieben dargestellt, gezeigt wurde, wie ein EA Games Enjoyer sich diese Pakete kauft, sind wir rein natürlich und haben uns erstmal Eddies Skyline getuned und sind dann auch direkt raus in die Freiheit des Lakeshore Paradieses. Ja, und dann auch direkt mal rein in so einen Link-Up, ne, die ja jetzt auch einen EP-Boost haben und 7 neue Locations. Ne, da war erstmal eine Runde gefahren und ja, natürlich chaotisch wie immer, ne, überhaupt nicht übertrieben. Und ja, irgendwie hat es am Ende dann wieder nicht hingehauen, haben die Spieler alle nicht zusammen hingekriegt. Und ja, geil, erstmal gar kein Geld gekriegt, okay, nice. Hat ja direkt Wunderbärchen geklappt hier, ne, überhaupt kein Grund sich aufzuregen direkt hier, ne. Man muss sich auch erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, die macht ja auch richtig Spaß immer. Also dachte ich mir, okay, let's go, gehen wir mal direkt in diese komischen Hetzjagdrennen rein. Da musste ich erstmal ein bisschen suchen, bis ich so ein Ding gefunden habe und dann let's go hier einfach mal, ne, auf easy peasy Basis. War auch überhaupt nicht überfordert mit der Fahrzeugauswahl, weil meine Garage auf einmal völliges Durcheinander war. Meine A-Klassen-Autos hatte ich überhaupt nicht im Überblick. Also ja, auf Krampf einfach mit einem Lotus Marinda, ne. Und ja, ich durfte auch schnell wieder feststellen, was für ein geiles Handling der Wagen hat. Hab auch in Speedrunner-Tempo ganz schnell mal erklärt bekommen, was da abgeht, und aufs Maul bekommen. Ja, größtenteils muss ich sagen, verlief das Rennen eigentlich wie immer relativ ruhig, wenn nicht viele Spieler da sind, ne. Die Polizei war jetzt nicht so belastend, zumindest nicht in dem einen Rennen. Und ja, vorne, der hatte sogar sehr viel Ruhe, der konnte ganz in Ruhe fahren. Und naja, im zweiten Rennen war die Polizei schon ein bisschen besser zu spüren, ne? Das ist irgendwie wohl auch streckenabhängig. Also ja, der war nicht schon ordentlich im Weg hin und wieder, ne? Ging aber ganz gut trotzdem und ja, war jetzt auch nicht das Problem da. Auf jeden Fall auch ein ganz wilder Gegner hier, der Skyline. Die Dinger sind ja sowieso ziemlich Top-Tier in den ganzen Klassen. Im dritten und letzten Rennen bin ich dann einfach vorne weggefahren. Die Polizei war nicht so ein großes Problem. Rennen gewonnen, Serie gewonnen und ja, das war so die Hetzjagd. Also ich denke mal, mit 8 Spielern ist das noch ganz ein bisschen wilder. Wie sich da die Polizei verteilt, wäre mal interessant, aber irgendwie war es mir nicht möglich, mal eben eine 8-Spieler-Lobby zusammenzukriegen, weil ja, irgendwie, keine Ahnung, die sind alle mit anderen Sachen beschäftigt. Aber naja, an sich ist der Spielmodus eigentlich ganz lustig, also von mir ein Daumen hoch, ist jetzt okay, ist jetzt nicht schlecht oder so, aber geht klar auf jeden Fall. Ja, der Speedpass natürlich auch wieder am Start, ne? Den levelt man da wieder auch schön voll mit irgendwelchen Kleidern, Product Placement oder was auch immer, ne? Und irgendwelchen Emotes und Stickern, nichts Besonderes halt, ne? Keine Geldbelohnung, Autopassbelohnung oder sonst irgendwas, aber okay, der ist halt Nebensache, ne? Da habe ich mir nochmal Raychurch 350Z rausgeholt, um den auch mal auszuprobieren, habe ihn aber nur auf S-Klasse getuned, damit ich nicht immer nur S-Plus-Autos habe. Ja, da habe ich ziemlich lange gewartet, weil ich einfach nochmal so ein Link-Up machen wollte, aber irgendwie ist es dazu nicht gekommen in der Lobby. Und ja, bevor ich gewechselt habe, habe ich plötzlich so ein Porsche-Haus entdeckt. Ich meine, war das schon immer da? Kann mir mal einer irgendwie in die Kommentare schreiben? Also ich glaube nicht, ne? Das haben die wohl jetzt erst mit dem Update dann reingepackt extra für das Anniversary. Ja, dann gab es auf jeden Fall endlich wieder ein Link-Up, also rein da, auf Spieler warten und let's go, ne? Chaos pur, auch wieder ein neuer Bereich hier bei den Bauern, da muss man auch Vogelscheuchen, so gibt es da jetzt, also die haben auch neue Dinge hinzugefügt, die du machen musst. Also nicht nur die Gebiete sind neu, diese 7, sondern auch die Aktivitäten. Zum Beispiel war jetzt in einem anderen Event, wo ich noch drin war, rückwärts durch irgendwelche Tore fahren und das ist wirklich ein Highlight, mit der Steuerung hier in dem Spiel, rückwärts zu fahren. Also da machst du so schnell einen 180er. Oh mein Gott. Oder, keine Ahnung, fahre bestimmte Gebiete ab, ne? Dann sind da diese Bereiche und die musst du erreichen, hin und wieder, also schön auf Zeit. Und ja, auf jeden Fall eine ganze Menge neue Sachen mit dabei. Ganz cool soweit. Und ja, Action war halt wie immer vorprogrammiert. Man zieht die Leute irgendwie magisch an, habe ich das Gefühl. Wie so ein Magnet. Also man knallt immer wieder miteinander zusammen. Ja, dann gab es da noch so einen Specki McFettspeck Nackenkeck, der irgendwie meinte, andere Spieler
versucht man die ganze Zeit zu rammen oder so. Keine Ahnung, was ihm das gebracht hat, aber am Ende hat sein Grief-Versuch oder was auch immer der da gemacht hat, nichts gebracht. Naja, solche Spieler gibt es jetzt halt auch mittlerweile, ne? Irgendwelche Losten Boys. Und ja, am Ende war es das schon grob gesehen mit dem Update. Ja, also ganz nett, wie gesagt, dass wir jetzt hier Eddie Skyline und Rachel's Z wieder haben. Und ja, der Hetzjagd-Modus, der geht eigentlich auch klar. Und die Link-Ups, die sind halt gefühlt noch ein bisschen verrückter als vorher. Also wie immer absolutes Chaos. Ne? Also wirklich, ich taufe dieses Spiel, glaube ich, um in Burnbound oder so. Ne? So angelehnt an Burnout, weil es ist wirklich sehr extrem mit dem Gecrashen geworden. Aber gut, gehört halt zu dem Spiel dazu. Ist man jetzt nicht unbedingt gewohnt von Need for Speed. Kennt man sonst nur so aus PvP-Rennen mit irgendwelchen losten Keks einen da versuchen wegzucrashen. Und ja, ist halt sehr, sehr chaotisch, ne? Aber was willst du machen? An sich ist das Update halt auch, ja, nicht groß, ne? Wie gesagt, es ist halt dieser eine Spielmodus, ein paar neue Link-Up-Bereiche und die Autopakete da, diese komischen. Und das war's im Großen und Ganzen. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt da jetzt nochmal ein Update? Das ist jetzt schon das 4. Das ist auf jeden Fall schon mehr als was Heat bekommen hat, leider. Ne? Ich finde, Heat hätte das eher gebrauchen können, wirklich. Ihr könnt jetzt also wieder von vorne anfangen, euren Speedpass nochmal neu leveln, neue Sachen freischalten. Ab Level 50 gibt es halt wieder ein Auto. Und ja, da bleibt euch natürlich selbst überlassen, ob ihr das mit Link-Ups macht oder indem ihr Rennen fahrt. Wie gesagt, Link-Ups geben halt gut EP relativ und manchmal halt sogar Doppel-EP, ne, wenn das Boost-Logo dabei ist. Oder ihr fahrt halt einfach nur irgendwelche Rennen die ganze Zeit. Wenn ihr die Lobbys voll kriegt, kriegt ihr natürlich auch viel Cash. Aber ja, das ist im Grunde das Update. Ne? Wie viel jetzt in Zukunft noch kommen wird, ist so eine Frage. Ich glaube, die Updates werden nicht viel umfangreicher in Zukunft. Also ich denke mal, die werden sich immer in diesem Bereich bewegen. So hier und da ein paar Kleinigkeiten neu und ja. Ne? Anbauen war halt von Anfang an sehr mager, was den Content angeht. Das kommt jetzt erst alles, man könnte meinen, die haben den mit Absicht rausgelassen, den Content, um halt diese Updates nachzuliefern. Aber ja gut, wie die Politik da genau ist in dem Laden, weiß man auch nicht ja genau. Und was uns da überhaupt noch erwartet, es steht ja auch noch dieses Remake im Raum von Most Wanted. Und ja, bin mal gespannt, wie viele Updates die noch liefern oder ob sie jetzt vielleicht noch ein letztes machen. Update Volume 5 und dann ist Feierabend. Weil ich glaube nicht, dass es sich für EA auf Dauer rentiert, das Spiel so lange jetzt zu unterstützen, wie so ein Forza da zum Beispiel macht. Weil die Spielerzahlen sind halt nicht so gigantisch. Und ja, viele spielen es halt nicht, weil sie keinen Bock haben auf das Handling oder so. Oder auf diese Crash-Animation, die man hier die ganze Zeit hat. Was ich auch nachvollziehen kann. Ist halt schwierig. Ist halt ein sehr gewöhnungsbedürftiges Fahrverhalten hier alles. Aber naja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, habt ihr das Update gespielt oder spielt ihr überhaupt noch anbauen? Viele sagen ja auch, ne, spiele ich nicht mehr. Und erhofft ihr euch noch größere Updates in Zukunft? Ich bin mal gespannt. Ich rechne nicht mit allzu viel, aber abwarten. Ich bedanke mich dann an der Stelle fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und Abo nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke und auf Wiedersehen.